Servus, meine lieben Comic-Freunde. Ich bin's, euer Thomas, und in diesem Video zeige ich euch heute, was ich zuletzt mal gelesen habe. Und zwar habe ich gelesen Drese Band 3 Massenmorde von Budjette Tan und Caio Baldissimo. In Drese Band 3 Massenmorde werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Wir erleben Drese in ihrer Jugend und sehen endlich auch mehr von ihrem Vater, dem damaligen Beschützer Manilas. Und wir haben dann hier auch die Geschichte. Es dreht sich dann um ein Wesen namens Talak Busau. Dieses Wesen besiegen sie dann auch kurzzeitig. Nachdem sie dann dieses Wesen, diesen Talak Busau, besiegt haben, nehmen sie deren 2 Kinder auf von ihm. Diese 2 Kinder werden dann später zu ihre 2 Mitstreiter, die wir in den ersten 2 Bände gesehen haben. Dann erleben wir, wie sie mit 18 Jahren zu den Ballettebaum geht, in ihm reingeht. Dort muss sie Prüfungen bestehen. Wir erfahren nur kurzzeitig, wie sie eine Prüfung macht. Dann gibt's einen Zeitsprung von 3 Jahren. Und ich möchte nicht zu viel verraten. Ich sag nur, dann hat sie wieder muss sie wieder den Kampf gegen den Talak Busau aufnehmen, die Drese. Und bekommt dabei aber auch Unterstützung von den anderen mystischen Wesen. Ob sie ihn dann endgültig besiegt, müsst ihr alleine lesen. Denn ich möchte hier nicht so viel verraten. Ich sag nur so viel. Mir hat dieser Band richtig viel Spaß gemacht, genauso wie die anderen. Aber dadurch, dass wir hier auch endlich mal eine durchgehende Geschichte haben, die durch alle Kapitel geht, bekam er von mir 5 von 5 Sterne. Dass sie halt auch mal kurz ihren Vater kennenlernen und die Begleiter von ihrem Vater. Wir erfahren dann auch, was hier mit ihrem Vater und seinen Begleitern passiert ist. Wie gesagt, ich möchte hier nichts verraten. Ich zeige euch dann bloß noch gleich ein paar Panels. Und halt der epische Höhepunkt am Ende war auch für mich der absolute Highlight in diesem Band. Wir haben hier auch wieder wie bei den anderen dann nach jedem Ende des Kapitels wieder ein Tagebucheintrag vom Alexander Drese, also ihrem Vater. Das wurde beibehalten. Finde ich sehr schön. Und wir haben auch wieder hier in Deutsch dann Anmerkungen vom Übersetzer, und hier ein paar Erklärungen dann zu einigen Seiten über die Panels und so weiter. Wirklich sehr gut gemacht. Erscheinen tut Drese beim Dantes Verlag. Ich habe mir hier das Hardcover gekauft. Das ist limitiert auf 222 Stück.
Also, und es gibt natürlich auch ein Softcover. Hardcover kostet auch 30 Euro. Übersetzt ins Deutsche hat's kein geringer als der Jens R. Nielsen. Und ich muss sagen, die Übersetzung ist wirklich sehr, sehr gut. Die Panels und Zeichnungen sind wieder auch wie die anderen schön im schönen Schwarz-Weiß. Hier haben wir dann mal ihren Vater. Dann hier die ganzen Mitarbeiter, Mitstreiter von ihrem Vater. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Dann einmal hier ihre zwei Mitstreiter als Kinder. Hier. Da sind sie aber richtig bösartig und haben ihre Kräfte nicht so unter Kontrolle. Deswegen kriegen sie auch später, nachdem sie bei Trese sind, diese Masken hier. Da sieht man dann, wie sie die Masken bekommen. Hier erfahren wir dann ein bisschen mehr auch noch über ihre Vergangenheit, über dass sie die Trese eigentlich 6 Geschwister sind. Sie eigentlich eine Zwillingsschwester hätte, genau, die Alexandra Trese hatte eine Zwillingsschwester. Dann ist hier im Tagebuch auch mal kurz was über den Baum erklärt worden. Was, wo ist das denn? Hier haben wir dann mal kurz den Baum im Hintergrund. Denn hier kämpfst du dann mal mit den anderen Wesen. Wirklich sehr, sehr schön. Und wie ich schon sagte, bekam von mir 5 Sterne. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten Bände von Trese. Es ist halt mal kein typisches, wie sonst auch typisches Superhelden-Comic, das finde ich richtig gut. Ist mal was anderes als die typischen, wie ich gerade sagte, Superhelden-Comics wie Spider-Man, Batman, Superman. Dies hier dreht sich alles spielt alles in den Philippinen und mit ganzen Mythologie da gemischt. Also wirklich richtig, richtig gut. So erfährt man auch ein bisschen was über die mythologische Geschichte von den Philippinen, was ihre mythologischen Geschichten sind. Also gefällt mir wirklich sehr. Kann ich nur jedem empfehlen, dort einzusteigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gern einen Daumen nach oben, also drückt das Like. Auf Kommentare würde ich mich natürlich auch wieder freuen. Da könnt ihr mir schreiben, ob ihr die Reihe kennt oder auch gerne da einsteigen wollt und ein bisschen was über die Mythologie von den Philippinen erfahren möchtet. Und natürlich vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr nicht noch weitere Videos von mir verpasst. Und deswegen sage ich Tschüss.
bis zum nächsten Video und vergesst nicht, lest Comics.